nächsten Spiel jagt ihr das nächste. Heute das Heimspiel gegen Hannover 96. Beide wollen noch auf Platz 3. Düsseldorf hat schon gespielt, hat gegen Braunschweig verloren. Also es gibt eigentlich keine bessere Ausgangslage. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Ich lasse das mal kurz durchlaufen, dass ihr das auch seht, was wir für eine Chance haben. Wir müssen da oben eigentlich gar nicht stehen. Die Saison läuft echt besser als gedacht. Wir haben mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir haben eine richtig gute Rückrunde gespielt, hängen jetzt leider so ein bisschen durch, aber ihr seht, die Steilvorlage könnte nicht besser sein. Vom Torverhältnis her würden wir Düsseldorf nicht überholen, da müssten wir hier schon 6, 7 Tore schießen. Aber ein einfacher Sieg, wir wären punktgleich mit Düsseldorf, hätten dann noch 5 Spiele, glaube ich. Ja, 5 Spiele müssten es dann, glaube ich, noch sein. Und dann weiß ich nicht, wofür es reicht. Vielleicht reicht es für Platz 3, wenn es nicht für Platz 3 reicht, ist das okay. Dann haben wir trotzdem eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Aber ich möchte mir nicht den Vorwurf machen, dass ich es nicht versucht hätte. Deswegen, heute Fridtjonsson auch vorne für Hekimoglu. Ich brauche einen kopfballstarken Spieler vorne, der auch mal die Bälle hält, der auch mal was festmacht. Da ist Hekimoglu halt einfach noch nicht so weit. Aber ich bin gespannt und Hannover will natürlich genau das Gleiche. Die wollen auch noch oben rein, müssen dann halt heute auch gewinnen. Von daher wird das eine sehr, sehr interessante Partie. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn am Ende, ob es ein dreckiges 1-0 wird, ob es ein souveränes 2-3-0 wird von uns, was ich eher jetzt nicht glaube. Ich glaube eher, das wird ein richtiges Geduldsspiel. Kampfspiel. Ich glaube, Hannover wird nicht viel zulassen. Spielen im 4-2-2-2, haben auch eine gute Serie, leider. Haben jetzt die letzten 5 Spiele nicht verloren, 3 Siege, 2 Unentschieden. Jetzt haben sie halt leider das Pech, dass sie gegen uns spielen heute. Von daher, jede Serie reißt irgendwann mal. Heute darf gerne die Serie von Hannover reißen. Und dafür werde ich alles geben. Ja, Hannover ist erstmal hier um Sicherheit bemüht, uns erstmal laufen zu lassen. Aber wenn wir diese Zweikämpfe auch mal im Mittelfeld gewinnen würden, dann könnten wir auch schnell umschalten. Dann würde sich wahrscheinlich auch eine Situation ergeben. Achtung, ein Ganka mit der ersten Chance. Ja, auch ganz gefährlicher Spieler, ey. Er hat auch einen wuchtigen, ja, Körper, den er reinstellen kann. Ist auch nicht gerade langsam. Ein guter Transfer für Hannover auf jeden Fall. Aber wir haben auch gute Leute. Wir haben auch schnelle Spieler. Grodowski zum Beispiel. Jawohl, Fridtjonsson. Finden wir ihn. Wir finden ihn. Erste Chance. Auch für uns. Schade. Gut gespielt. Gute Flanke. Leider nicht optimal. So dass er dann vielleicht mit dem Kopf hätte nehmen können. Aber immerhin mal ein Abschluss. Immerhin mal ein Abschluss. Aufgepasst. Ein Gangkam. Ich warte ja nur darauf, bis sich wieder irgendein Spieler den Ball 20 Meter weit vorlegt, dass wir da gar keine Chance haben, wie Oden zum Beispiel. Der ja auch auf unserer Liste steht. Oden von Hannover 96, je nachdem, was mit Janda passiert im Sommer. Wer noch den Verein verlässt, aufgrund von guten Angeboten von anderen Vereinen. Die Möglichkeiten gibt es halt auch immer wieder. So, und wir stellen mal auf Offensiv um. Ich habe ja gesagt, ich will hier riskieren, ich will versuchen hier das Bestmögliche rauszuholen aus der Mannschaft. Und alles andere wird man dann sehen. Jetzt hier ein Gangkam, aufgepasst. Da ist Oden, Gindorf. Auch ganz, ganz schwer. Achtung, Gangkam und wieder Behrens. Oder was heißt wieder? Behrens. Erste Parade bislang. So einen Keeper brauchst du dann halt auch mal, der dir auch solche Dinger rausholt. Grodowski, ich warte darauf, dass du mich hinterläufst. Ja, aber dann habe ich leider keine Chance, den Ball dann noch irgendwie auf die Außen zu spielen. Dann machen wir es halt über die andere Seite, über Remberg. Kirkeskov, dem kommt nicht hinterher. Jawohl. Aber es ist niemand in der Mitte. Kirkeskov, Janda, allein gegen alle. Schöner Ball. Ah, und dann mit Fehlpass. Schade. Die einfachen Ballverluste, das darf nicht sein. Aber Hannover ist auch nicht fehlerfrei. Schön zu sehen. Hannover ist auch nicht fehlerfrei. Fridtjonsson holt sich jetzt mal den Ball. Ja, schade. So, Fridtjonsson, wo bist du? Komm, ich will dich anflanken. Da ist er. Kann auch die Bälle ablegen. Auf Janda in dem Fall, aber zu zentral. Es ist alles gut, es ist nichts Zwingendes, aber es sind immerhin mal Abschlüsse. Dass Hannover auch merkt, okay, es geht nicht ganz so einfach, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Formationsumstellung weiß ich auch nicht. 4-1-2-1-2, 4-4-2. Ich habe dann immer die Sorge, dass das zu riskant ist und dass wir dann halt ins offene Messer laufen. Jetzt muss ich erstmal hier gut irgendwie rausfinden. Grodowski, Kulis, ja, alles gut.
Gut gespielt, Fridjonsson. Und jetzt fehlt unten einer. Jawohl. Auch mal Terhorst. Auch mal den Rechtsverteidiger nach vorne schicken. Schade. Ja, und dann spielt Hannover das leider so gut hinten raus, ey. Selbst unter Druck kannst du nichts machen. Aber wir sind auch da, verlieren dann leider wieder den Ball. Da fehlt halt leider so ein bisschen das Glück gerade, dass wir dann auch mal den Ball für uns behalten. Und jetzt wieder schnell umschauen über Fröhling. Komm, der ist schnell. Schneller als dem. Boah, aber dem ist auch ganz schön schnell. Wahnsinn. Also Fröhling hat ja schon 87 Tempo. Was hat dem, ey? Wobei in dem FIFA-Teil oder in dem EAFC-Teil ist das eigentlich egal. Da holt selbst langsamer Innenverteidiger Mbappé ein. Also ist halt gar nichts zu heißen dieses Jahr. So, Nielsen kurz vor der Pause. Hannover kommt nochmal. Aber kriegen den Ball nicht. Vielleicht jetzt nochmal ein Angriff für uns. Janda, wie schnell geht's nach vorne? Hendricks, unten muss irgendeiner durchlaufen. Entweder Terhorst oder Grodowski oder auch beide. Terhorst kriegt den Ball. Schön gemacht. Und jetzt Fridjonsson in der Mitte. Und Zieler. Gut, ob er da unbedingt hin musste, weiß ich nicht. Der wäre, glaube ich, auch vorbeigegangen. Aber gut für uns. Wir haben nochmal eine Ecke. Und wir haben kopfballstarke Leute vorne drin. Das wäre jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt für Fridjonsson. Yes! 1-0. Sehr, sehr schön gemacht. Die Bank ist außer sich vor Freude. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Das haben wir mal gebraucht. Wieder eine Führung. Klasse Eckball. Und genau dafür spielt Fridjonsson. Die Flanken aus dem Spiel klappen leider noch nicht so gut. Aber dafür nach einer Ecke. 9 Tore schon in 20 Spielen. Und idealer hätte es gar nicht zu Ende gehen können. Also Stand jetzt sind wir punktgleich. Platz 4 mit Düsseldorf. Wenn wir noch 5 Tore mehr schießen, sind wir Dritter. Beziehungsweise 6 Tore mehr. Und es geht in Ordnung. Also es ist nicht hoch verdient, aber es geht in Ordnung. Hohe Passgenauigkeit, viele Zweikämpfe. Hannover hat noch keinen Zweikampf geführt. Das kann ich gar nicht glauben, aber gut. Der Statistik darfst du auch nicht immer Glauben schenken. Da ist auch manchmal ganz schön viel Quatsch mit dabei. Was aber kein Quatsch ist, ist die Führung hier. 1-0. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht erstmal wieder ein bisschen zurückgehe mit der taktischen Zuweisung. Also quasi von offensiv auf Standard, weil Hannover wird jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Druck machen. Und jetzt hoffe ich, dass wir dann einfach über Ballgewinne oder Ballverluste schnell nach vorne spielen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Eckball hier verteidigt bekommen. Halstenberg. Da darf er nicht durch. Da müssen wir stehen, genau. Und hinten jetzt saubere Dinger. Nichts Riskantes, zur Not auch mal einen Ball hinten raushauen. Aber wir müssen gar nicht raushauen. Wir spielen das hinten raus, weil wir es können, weil wir die Spieler dafür haben. Ja, natürlich solche Fehler vermeiden, aber wie gesagt, der Rasen ist nass. Da ist der Ball immer ein bisschen anders zu berechnen, ganz klar. So, Hendricks, jetzt warte ich wieder genau auf den Durchlaufen. Grodowski war im Abseits, aber Terhorst ist noch da. Und jetzt brauchen wir Fridjonsson. Wir haben Janda, da ist Remberg. Oben nochmal Terhorst. Warum spiele ich den immer hoch, ey? Lass den Ball doch flach. Alles gut. Genau, Gegner mal so ein bisschen zurechtlegen. Oh, Fröhling, der hat ein bisschen viel Platz. Außenstange. Schade. Auch mal warten, bis sich die Lücke ergibt. Irgendwann, wenn Hannover drauf geht, Press, wenn wir die richtigen Laufwege machen, dann haben wir schon die Möglichkeiten. Dann haben wir schon die Schussposition. Oh, Fridjonsson, schade. Das Pressing klappt leider nicht. Jetzt wird es auch so eine Art Geduldsspiel, aber weiterhin Kampfspiel. Ein Gangkampf. Gegen Terhorst. Ja, die Flanke, die ist nix, Gott sei Dank. Und wieder nach außen. Über Grodowski, die Entlastung. Fridjonsson, ja, jetzt muss er wieder vorne rein. Oder Grodowski muss hinterlaufen. Sehr schön. Oh, wenn der ankommt, hat Grodowski ganz viel Platz. Jetzt ein Gangkampf. Achtung. Jessic ein Gangkampf im Strafraum. Oder muss einer hin? Und Behrens. Wenn alle Stricke reißen, Behrens ist da. Aber das meine ich gerade. Da muss irgendeiner hin. Das geht nicht. Wir können aber auch nicht alles verteidigen. Das war auch klar. Grodowski. Ah, scheiße, dass der im Strafraum bleibt. Hat Zieler Glück gehabt. Viel, viel Glück. Aber gut. Nächster Ball. Hannover wird ein bisschen stärker. Wird ein bisschen zielstrebiger vorne. Das heißt jetzt für uns... Oh, erstmal hier verteidigen. Nielsen.
Rochelt über außen. Da darf keiner durch. Das ist Abseits von Nielsen, das ist kein Abseits. Achtung. Achtung, Nielsen. Und wieder Behrens. Den brauchen wir jetzt. Ich glaube, Hannover wird jetzt noch mehr Chancen bekommen. Das ist auch okay. Wenn wir dafür einen Keeper haben, der jeden Ball hält. Remberg, schön verzögert. Bisschen Zeit gewonnen. Herr Horst macht dann den richtigen Laufweg. Er macht den richtigen Laufweg. Und jetzt, nein. Ah, okay, Zieler, danke für die Ecke. Hätte sie gar nicht machen brauchen, aber gut für uns. Wir machen das nochmal. Das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt. Kirkeskov flankt. Und Fridtjonsson wird ihn jetzt reinköpfen. Alles klar, schaut hin und lernt. Mit Ansage oder Remberg, ist egal. Remberg! Dann halt Remberg! Dann halt Remberg! 2:0, wunderbar. Auch wieder genau der richtige Zeitpunkt. Gerade jetzt in so eine Phase, wo Hannover ein bisschen stärker wurde. Und wieder aus einer Ecke, aber egal, wie ich die Tore mache. Juckt keinen, fragt keiner mehr. Auch wieder schön getreten. Und dann läuft er ein. Viel Schwung, viel Geschwindigkeit ins lange Eck. Da ist nichts zu machen für Zieler. Auch bei dem Kopfball kann er nichts machen. Da steht auch keiner am zweiten Pfosten von Hannover. Und Remberg in seinem Wohnzimmer, der Rückkehrer. Ganz, ganz wichtiges 2:0. Sehr schön, aber es sind noch 20 Minuten. Das ist noch zu viel Zeit. Mit Nachspielzeit, wenn Hannover hier rankommt auf ein schnelles 2:1. Aber da müssen wir jetzt, ja, hast du dir so gedacht, dagegenhalten. Freischuss gibt zwar, alles gut. Ich gucke gerade nochmal, ob wir wechseln können. Bisschen frische Kräfte, gerade für den Flügel, gerade für vorne nochmal. Ja, dann haben die Collins, kann ich natürlich auch nochmal reinbringen für die Innenverteidigung. Ich bringe aber jetzt erstmal Amenido für, Brodowski oder für Fridtjonsson. Ich mache mal vorne, der ist nicht ganz groß, der ist nur 1,80, aber wir machen das nochmal. Dann Hekimoglu für Janda, mal als Hängespitze und Rechtsverteidiger. Wir hätten Bolay. Wir hätten Henok Teklapp noch, Rogoff hätten wir auch noch fürs ZDM. Also wir haben noch ein paar Optionen. Ich möchte aber nicht so viel umstellen. Aber die 2 Wechsel, die können wir mal machen. Das ist nicht so verkehrt. Und jetzt weiter verteidigen. Und im besten Fall machen wir noch ein drittes Ding, dann ist das Ding hier nämlich entschieden. Hannover muss jetzt. Muss mehr riskieren. Das ist natürlich für uns gut, aber auch gleichzeitig sehr gefährlich. Rochelt legt sich den Ball wieder 10 Meter weit vor und wir kommen wieder nicht hin. Aber ist egal. Zeit spielt für uns. Rochelt kommt. Schöne Flanke, aber cooles. Steht genau richtig. Gutes Stellungsspiel. Super Spiel von ihm heute. Wie von so vielen. Jetzt ist es nicht mehr lange. 10 Minuten noch und wir sind punktgleich mit Düsseldorf. Sehr schön gemacht. Super, Grodowski. Klasse. Egal, auch wenn wir den nicht gewinnen. Aber es bringt Zeit. Es bringt für uns Zeit. Noch 7 Minuten. Aber noch ist Hannover nicht geschlagen. Verteidigung steht. Remberg kommt mit hin. Sehr, sehr schön. Verschiebt mit. Genau, geht ihn da auf den Sack. Wirklich. Verfolgt die bis nach Hause ins Bett heute Abend. Wir müssen schlecht von dir träumen. Nielsen als auf der Außen. Gegen Kirkeskov auch. Der ist dazwischen. Mann des Spiels. Mit 2 Vorlagen dann am Ende. Und jetzt spielen wir das hier in Ruhe runter. Wir haben die Zeit, wir haben den Ball. Ich würde mir für die nächsten Wochen oder für die nächsten paar Tage nichts vornehmen, wenn die nächsten Folgen hier hochgeladen werden. Das wird jetzt in jedem Spiel, ist das quasi Endspielcharakter. Egal gegen wen wir spielen, da sind noch Gegner mit dabei, die müssen wir eigentlich schlagen. Nürnberg ist jetzt unter anderem auch, ja, einer der nächsten Gegner. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Darmstadt ist noch auf dem Programm. Und dann ist die Saison schon fast vorbei. Wir gucken gleich nochmal gemeinsam auf den Kalender. Wir werden auf jeden Fall drei wichtige Punkte hier holen. 2-0 oder 3-0. Mal gucken. Der Horst, wen sieht er nochmal? Hinten Amenido nochmal mit dem Kopf. Letzte Chance. Der Ball wird nochmal rausgeschlagen. Und dann war's das. Also, wir gewinnen 2-0. Endlich mal wieder ein Sieg. Zu 0 gegen Hannover. Lassen die Konkurrenz hinter uns. Sind jetzt punktgleich mit Düsseldorf. Müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Ein sehr anstrengendes Spiel. Sehr kräftezehrend. Aber am Ende entscheiden halt 2 Eckbälle. Am Ende war es dann der fliegende Remberg. Das sind dann so Geschichten, da erinnerst du dich dann nach der Saison nochmal dran. Weißt du noch damals gegen Hannover nach der Ecke, der fliegende Remberg. Das entscheidende 2-0. So, Nürnberg, nächster Gegner, 10. Platz. In der Phase ist auch eigentlich ein Spiel, was wir gewinnen müssen, aber du schlägst einfach niemanden mal so im Vorbeigehen. Auch nicht als Preußen Münster. Aber es läuft gut. Wir gucken mal kurz,
wie die so drauf sind. Ja, die letzten 2 Spiele verloren, auch 4-1, 4-1. Schnelle Leute mit Okunuki, mit Justwan, vorne mit Serra. Auch ein kopfballstarker Spieler. Ja gut, die sind halt 10. ne? Haben auch eine sehr solide Saison wahrscheinlich gespielt. Ja, die Profiverträge, 4 aktualisierte Scout-Berichte, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist der Blick auf die Tabelle. Die anderen haben schon wieder gespielt. Düsseldorf muss auch noch spielen. Okay, ich dachte gerade, die haben schon wieder verloren. Nee. Düsseldorf spielt gegen Schalke. Wir haben auch Glück, dass sich die Leute oder die Gegner jetzt gerade die Punkte gegenseitig nehmen. Mein Gott, so rechnerisch. Schauen wir mal. Es sind noch 5 Spiele, 15 Punkte. Also der SFC Köln ist schon sicher aufgestiegen. Der HSV wird nachziehen. Das ist, glaube ich, nach dem Spieltag soweit oder nach dem übernächsten. Aber dann dahinter Düsseldorf, Münster, Paderborn, Hertha, Hannover. 5 Teams. Wenn Schalke gegen Düsseldorf gewinnt, dann kommt sogar noch ein 6. mit hinzu. Also das wird echt krass. Unten sieht es ganz, ganz dunkel aus für Ulm. Regensburg ist auf dem Abstiegsplatz. Braunschweig jetzt 15. Also es geht ja von Braunschweig bis Ulm. Magdeburg ist, glaube ich, gerettet. Da wird nichts mehr Großartiges passieren. Wenn nicht noch irgendwie ein Wunder geschieht. Keine Ahnung. Hier ist alles möglich. Deswegen nehmt euch nichts vor für die nächsten Tage. Bleibt dran. Wir haben nicht mehr viel Spiele, um eventuell Platz 3 zu finalisieren. Wir versuchen alles. Ich versuche alles. Ihr hoffentlich auch. Mit Bewertungen, mit netten Kommentaren, mit kostenlosen Abos, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist wirklich eine der spannendsten Karrieren, die ich hier auf meinem Kanal bislang hochgeladen habe. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel in Nürnberg. Ciao, ciao.